In unserer Studie geht es um sogenannte Cold Pools. Das sind kleinräumige Kaltluftseen, die sich unterhalb von Wolken bilden und dann am Boden ausbreiten. Sie entstehen, wenn der Regen aus der Wolke in die wärmere Luft unterhalb fällt, dort verdunstet und die Luft dann kühlt. Und jeder kennt dieses Phänomen eigentlich als diese frische Brise, die plötzlich kurz vor einem starken Regenschauer auftritt. Also im Prinzip ist es nicht schwierig, Cold Pools zu messen. Jede Station in unseren Breiten misst regelmäßig rasche Temperaturstürze im Zusammenhang mit starken Regenschauern im Sommer. Wir wissen, dass Cold Pools eine Größe von einigen 10 Kilometern haben, aber das operationelle Messnetz des Deutschen Wetterdienstes zum Beispiel hat eine Maschenweite von 10, 20, 30, 40 Kilometern und deswegen kann es einfach nicht die Größe von Cold Pools wie auch die Struktur die innere Struktur von Cold Pools richtig erfassen. Und wir haben versucht, diese Lücke jetzt zum ersten Mal zu füllen. Dieses Wissen hilft uns besser zu verstehen, wie die Konvektion, also die Bildung von Wolken und Regenschauern, funktioniert. Aus modernen, hochauflösenden Computersimulationen wissen wir mittlerweile, dass Cold Pools eine wichtige Rolle bei der Organisation von Konvektion spielen. Wenn sich die kalte Luft am Boden ausbreitet, hebt sie die wärmere Luft davor und sorgt so für die Bildung von neuer Konvektion. Die Größe, Form und Struktur von Cold Pools konnten wir bisher einfach nur in den Computersimulationen nachschauen, aber jetzt zum ersten Mal auch nachmessen. Und dieses Wissen hilft uns dann langfristig, die Computersimulation selbst zu verbessern und damit auch die Wettervorhersage von Konvektion zu verbessern. Im Sommer 2021 haben wir im Rahmen der Messkampagne Festival in Ostbrandenburg ein dichtes Messnetz von 100 Messstationen aufgestellt. Zu diesem Zwecke haben wir die Messstationen sogar selbst gebaut und entwickelt. Hier sieht man eine dieser sogenannten Apollo-Messstationen, die hier einen Datenlogger hat, der mit einer Auflösung von einer Sekunde Temperaturdaten dieses Temperaturfühlers in dieser Strahlungsschutzhütte aufzeichnet. Und damit können wir auch die starken Temperaturstürze von Cold Pools genau erfassen. Die 100 Messstationen haben wir auf einem Gebiet von etwa 30 Kilometern Durchmessern aufgestellt und konnten damit eine räumliche Auflösung von wenigen 100 Metern bis zu einigen Kilometern erreichen und damit zum ersten Mal ziemlich genau die räumliche Struktur von Cold Pools erfassen. Die Messkampagne hat im Rahmen eines groß angelegten Forschungsprojekts mit einigen Universitäten in Deutschland stattgefunden und in diesem Rahmen hatte ich auch die Möglichkeit, mit diesen Ergebnissen meine Doktorarbeit zu schreiben. Die Messkampagne hat insgesamt 3,5 Monate gedauert. Und einige Wochen davon durfte ich auch vor Ort in Brandenburg sein und habe mich hauptsächlich um die Wartung dieser Messstation gekümmert. Das heißt, Daten auslesen und die Akkus wechseln. Unsere Ergebnisse zeigen, dass Cold Pools in der Regel nicht kreisrund sind, wie es zum Beispiel Computersimulationen zeigen, sondern in der Regel leicht gestreckt entlang ihrer Zugrichtung oder noch deutlich komplexere Formen aufweisen. Außerdem können wir zeigen, dass Cold Pools nicht gleichmäßig kalt sind, sondern einen kalten Kern haben und zum Rand hin etwa gleichmäßig wärmer werden. Bisher wurde immer angenommen, dass die Temperatur von Cold Pools bestimmt, wie schnell sie sich ausbreiten. Anhand von besonders schönen Fällen konnten wir aber zeigen, dass tatsächlich die gesamte Niederschlagsmenge, die in unserem Messgebiet gefallen ist, die Ausbreitungsgeschwindigkeit viel besser beschreibt als die Temperatur des Cold Pools. Wenn ihr das Thema interessant findet und mehr darüber wissen wollt, findet ihr das Paper hier.